willkommen bei Alpin Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Heute geht es um ein weiteres Gottesargument, das sogenannte teleologische Argument. Ich habe es schon bei meinem Katzenvideo angesprochen, will es hier aber etwas offizieller vorstellen. Telos ist griechisch und bedeutet Ziel. Man kann es daher auch das Designargument nennen, denn es dreht sich um zielgerichtete Merkmale, die wir alltäglich beobachten können. Es geht im Grunde darum, dass, wenn man einen komplexen und spezifischen Gegenstand vor sich sieht, von einem Erschaffer respektive Designer dieses Gegenstands ausgehen muss. Es gibt unzählige Beispiele dafür und mit dem Fortschreiten der Forschung werden es immer mehr. Ich werde in weiteren Videos noch einige davon zeigen. Und hier wie üblich das Argument als Syllogismus. Und das geht so. Prämisse 1. Alles, was Merkmale von Design hat, wurde entworfen. Prämisse 2. Das Universum zeigt teleologische respektive zielgerichtete Merkmale. Ich habe hier einfach zwei Beispiele, Feintuning und Komplexität, aufgeschrieben, aber es gibt noch unzählige andere. Die Conclusio, das Universum hat einen Entwerfer, Designer, und das ist Gott. Das Argument wurde ähnlich schon von Aristoteles, Cicero, Thomas Aquinas und anderen formuliert, allerdings etwas undeutlicher. Aber richtig bekannt wurde es erst durch William Paley in seiner Natural Theology 1802. Von ihm stammt nämlich das berühmte Beispiel mit der Uhr, die auf einen Uhrmacher schließen lässt. Paley's Watch. Und das geht so, wenn jemand auf dem Weg eine Uhr am Boden liegen findet, so geht er davon aus, dass diese von einem Uhrmacher erschaffen wurde. Man hört häufig, dass David Hume Gegenargumente geschrieben hat. Was dabei aber selten erwähnt wird, ist, dass er dies eigentlich vorher gemacht hat. Er ist schon längstens gestorben, als William Paley sein Argument veröffentlichte. Also bezog sich Hume mehr auf die Vorläufer des Arguments. Hume hatte drei hauptsächliche Einwände, und zwar mit Analogie von Gott zum Geschöpf. Damit meint er, dass wenn man diese Analogie macht, dann müsse Gott beispielsweise männlich und weiblich sein, weil er in der Natur beide Geschlechter geschaffen hätte. Und Gott könne auch nicht perfekt sein, weil eben die Welt nicht perfekt ist. Darauf können wir kurz und gut entgegnen, dass es für den Christ überhaupt kein Problem ist, dass die Welt nicht perfekt ist, weil das ist gerade das, was man erwarten würde wegen des Sündenfalls. Humes zweiter Einwand war, dass der Zufall eine gute Erklärung für Design wäre, da, wenn nur genügend Zeit verginge, jede Kombination ausprobiert würde. Der Theist entgegnet darauf, dass Zufall die unwahrscheinlichste Erklärung ist und daher nicht viel taugt. Das Universum experimentiert nicht. Humes dritter Einwand war die Anpassung respektive die natürliche Auslese als Erklärung. Damit war er Darwin eigentlich in seiner Zeit voraus. Aber das läuft ebenfalls auf das Zufallsargument zurück, denn wenn Hume eine zielgerichtete Auslese annahm, so würde er ja wieder für eine Zielgerichtetheit argumentieren. Da drehen wir uns im Kreis. Trotzdem wurde das teleologische Argument dann etwas angepasst, um den Zufallsfaktor zu betonen. Und zwar sehen wir das hier, Prämisse 1, das Universum ist entweder zufällig entstanden oder es wurde entworfen. Prämisse 2, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass es durch Zufall entstanden ist. Die Conclusio, es ist höchst wahrscheinlich, dass das Universum entworfen wurde. Das ist zwar schön und plausibel, bringt uns aber keinen Schritt weiter. Weitere Kritik des Arguments kam von Charles Darwin. Er kritisierte das Argument, weil er ebenfalls der Meinung war, dass die natürliche Auslese die bessere Erklärung für spezifische Komplexität in der Natur wäre. Bertrand Russell bläst ins gleiche Horn, indem er Evolution als bessere Erklärung betrachtet. Allerdings sind die meisten dieser Gegenargumente falsch. Der Zufall ist intuitiv und auch logisch gesehen die schwächste Erklärung für ein zielgerichtetes Design. Nur schon wegen der unfassbar niedrigen Wahrscheinlichkeit, die de facto eigentlich null ist. Laut Julian Huxley, der selber ein starker Verfechter der Evolutionslehre war, stehen die a priori Chancen, also die Chancen, bevor es eintritt, gegen die Evolution bei 1 zu 10 hoch 3 Millionen. Das ist eine Zahl mit 3 Millionen Nullen unter dem Bruch. Das wären dann etwa 1500 Seiten mit Nullen gefüllt. Warum hielt er dann trotzdem daran fest? Ganz einfach, weil er das Universum als a posteriori vorhanden betrachtete. Das bedeutet, wir würden uns in der Realisierung genau dieses Zufalls befinden. Anders gesagt, auch wenn die Chancen auf einen Lottogewinn minimalst sind, gibt es meistens einen Gewinner. Fred Hoyle wiederum schätzte die Chance der spontanen Lebensentstehung ohne intelligente Ursache auf immerhin 1 zu 10 hoch 40.000. Was allerdings immer noch
astronomisch minimal ist. Aber alle diese Zahlen führen zu nichts, denn es ist ja nicht so, dass die Materie des Universums immer wieder neu gemischt würde wie ein Kartenspiel. Nun wird auch klar, warum wir heute häufig von einem Multiversum hören, für welches absolut keine Belege existieren und definitionsgemäß auch nie existieren können. Das Märchen vom Multiversum ist ein billiger Ausweg, um sagen zu können, dass irgendein Universum, also unseres, der Lottogewinner ist. Aber ich denke, wir können den Zufall schon mal als Ursache ausschließen. Nun schauen wir uns an, warum wir überhaupt von Design sprechen. Nehmen wir die sogenannte spezifische Komplexität von Organismen. Manchmal hört man das Beispiel von Kristallen als zufällig entstehender Komplexität. Nun, Kristalle sind zwar geordnet, wegen den physikalischen Naturgesetzen. Wenn man sie zerbricht, erhält man einfach kleinere Kristalle. Es ist also sehr wichtig, zwischen Ordnung und Komplexität zu unterscheiden. Als Beispiel von der Uhr: Wenn man von der Uhr ein Teil wegnimmt, funktioniert sie nicht mehr. Sie hat also Ordnung und Komplexität. Oder ein anderes Beispiel: Das Auge ist nicht nur geordnet, sondern auch komplex. Es kann also nicht zerbrochen werden, ohne dass es seine Funktionsfähigkeit verliert. Die natürliche Auslese respektive Evolution taugt hier als Erklärung wenig, weil wir eben von teleologischem, also zielgerichtetem Design sprechen. Auslese und zufällige Mutationen können das nicht leisten, da sie zukunftsblinde und zufällige Prozesse sind. Übrigens, von genetischen Mutationen wusste Darwin noch gar nichts. Der Kern des teleologischen Arguments heute ist also die Regularität, die wir beispielsweise in uns Menschen finden. Der menschliche Körper ist ein komplexes System von komplexen Systemen. Bis auf die unfassbare Komplexität der einzelnen Zelle und der informationstragenden DNA. Auch die Feinabstimmung des Universums, das sogenannte anthropische Prinzip, weil das Universum aufgrund vieler exakt abgestimmter Konstanten wie auf den Menschen zugeschnitten scheint. Eben Anthropos ist griechisch und heißt Mensch, darum anthropisches Prinzip. William Paley konnte 1802 noch nicht ahnen, dass diese Tatsachen der Kosmologie, Mikrobiologie, Genetik usw. heute sein Argument so enorm stärken würden. Die meisten Philosophen oder YouTuber, die heute davon sprechen, dass Paleys Argument widerlegt sei, greifen halt nur Strohmänner an, das heißt Argumente, die kein Theist oder Christ je so vertreten würde. Aber das kann ich in einem weiteren Video genauer aufzeigen, falls gewünscht. Das teleologische Argument ist abhängig vom kosmologischen Argument, weil es davon das Prinzip der Kausalität borgt. Somit ist die Voraussetzung gegeben, dass die Ordnung und Komplexität in der Welt eine Ursache braucht. Und da diese Komplexität zielgerichtet ist, also intelligent, so muss die Ursache ebenfalls intelligent sein. Nicht mehr und nicht weniger zeigt dieses Argument. Ja, und das war's schon wieder mit einem weiteren Gottesargument. Wir möchten Hindernisse auf dem Glaubensweg oder besser gesagt Ausreden aus dem Weg räumen. Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal bei Alpin Apologia.